Hallo und herzlich willkommen zurück bei Metal Gear Solid 4. In der letzten Folge haben wir uns durch die älteren Komplexe der Entsorgungsanlage schon wieder durchgekämpft. Und jetzt sind wir hier bei den Kommunikationstürmen und ehrlich gesagt hören wir hier auch wieder ein sehr vertrautes Wolfsgeheul. Was das heißen könnte, wisst ihr ja bestimmt. Also los. Oh. Nochmal Ornicon vielleicht? The calm towers. This is where Nee, you fought das hatten liquid wir. Hatten wir. Gut. Oh, die Tür ist auf. Ein SWD. Betäubungsmunition. Über 600 Schuss für ein Scharfschützengewehr ist das gut. So, wir machen mal auf mal 3. So. Was haben wir hier hinten noch rumliegen? Betäubung. Uiuiui. Das bringt Erinnerung hoch. Okay. Crying Wolf zusammen mit den Frogs. Oh. Von all denen ist Crying Wolf mir irgendwie am unheimlichsten. Von all den Vieren. Otacon. She seems to know exactly where I am, even in this damn whiteout. What the hell is going on? Infrared, maybe? No, you're wearing octo camo. It wouldn't be able to read you. Snake,
Do you see a pattern in her attacks? Anything that gives you a hint? Right. Now that I think about it, her attacks have been coming from downwind. Which means... Damn. She can smell me. Amazing. Tracking you in this wind, just by your scent? A St. Bernard can find and rescue a lost hiker in the middle of a blizzard in the Alps. If that beast has no olfactory sensor as keen as a dog's, it's not out of the question. Then what do we do? Octo-camo doesn't do anything to mask your scent. All I can do is try and guess where that thing's going to be. Try to move downwind. Can you do it? Either I do, or I don't. Okay then. Good luck, Snake. Klasse. The beast is crying. In psychology, crying is thought of as a way to freely express and release feelings. That beast cries and cries without stopping. There must be some immense sadness in her, the stress of which is tormenting her mentally and physically. Crying is the only way she can deal with it. Das Problem ist, dass auch die selber ziemlich gut getarnt ist. Und dass wir hier die Frogs noch als zusätzliches Ärgernis haben, macht das Ganze auch nicht leichter. Wozu mache ich das eigentlich so? Zu spät bemerkt, Frog Lady. Uff. Also das wird nicht ganz leicht hier. Das Problem ist, die aufzuspüren, bevor sie einen selbst sieht und sie dann noch zu erwischen. Noch mitnehmen hier unten runter. Nee. Ich weiß auch nicht, ob irgendwann keine Frogs mehr da sind, aber du kannst ja wenigstens versuchen. Bewegen sich auch nicht gerade. Oh, scheiße. Der Wurf ist unterwegs. Die sind dort hinten. Fuck! Wow. Das hätte eng werden können jetzt. Oh, fuck. Verdammt nochmal Wunden. Wow. Ah, scheiße. Ja, blöder Wolf schießt wie ein Irrer. Das Spiel kann man zu zweit spielen. Wir haben sie erwischt. Boah.
Was haben die für Poweranzüge? Muss echt auf den Kopf gehen, sonst versaubeutelt man sich die ganze Munition für die. Die scheint echt nicht weniger zu werden. Na. Vielleicht sollten wir uns aber auch wirklich mal langsam auf Crying Wolf konzentrieren. Nee, also die Sicht hilft mir gar nicht. Keine gute Lösung. Scheiß Frogs, die nerven. Es reicht. Ich glaube, der Untergrund verändert sich auch immer wieder. Deswegen ist die Tarnung nicht immer intakt. Das ist zum Beispiel ein Minus. Oh. Ach, wo ist die? Typen nerven, auch wenn sie keine Typen sind. Oh. Scheiße! Oh. Nein, 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 nein! Mistvieh! Ja. Okay, verfolgen. Möglichst nicht so, dass wir gleich in ihr Feuer reinrennen, aber... Ah ja. Okay, wir rennen doch in ihr Feuer rein. Okay. Aber ich sehe gerade, meine Psyche ist sowas von unten. Trotzdem erwischt. Scheißvieh. Oh. Sollten wir vielleicht mal ganz kurz einen Augenblick Ruhe gönnen. Das heißt, wir legen uns mal kurz hier hin und schnüffeln Ammonia. Uiuiuiui, das
zieht aber echt ganz schön runter, der Stress. Der reduziert sich auch nicht. Shit! Was soll's, dann muss es eben so gehen. Ich glaube, das wird mit den Frogs doch weniger. Eieiei. Boah, ich kann nicht mehr zählen. Diese blöde Psyche. Ich könnte die Spritze benutzen, aber ich glaube, das werde ich auch. Das reicht es. Ja, heute gibt's Rabatt, schön. Interessiert mich nur ein Scheiß. Karton, weg damit. Wir nehmen die Spritze. Auf Dauer wird die zwar schädlich, aber was soll's, wir brauchen's. Mist! Wir hatten sie gerade im Visier verflucht. Okay, das ist scheiße. Die kann neu erholen, wenn sie will. Ich weiß auch nicht, wie lange der Effekt jetzt der Spritze anhält, aber... Nein, he not there. So. Okay, das sind Leichen. Wo ist die schon wieder? Injured, die macht gute Witze. Der Effekt der Spritze ist schon wieder weg. Scheiße. Geht mir langsam auf die Nüsse. Wow, what the hell? So. Bleibt mir endlich vom Leib. Also wenn das so weitergeht, werde ich ständig mit der Spritze meine Psyche wieder auffüllen müssen. Und das ist auf Dauer echt scheiße. Fuck. Gut möglich, dass die jetzt wieder angerannt kommt. Ja, da ist sie schon. So leicht geht's nicht. Eine Lady. Wow. Au. Schwinde. Oh, scheiße. Toll. Bewusstlos. Auf die Spritze.
bevor ich mich verstecke. Oder nicht in dein Feuer renne. Ah, da ist sie. Noch ein so ein Treffer. Das war's mit Crying Wolf. Ah, okay, sie hat sich wieder positioniert. Komm schon. Okay. I hear them. I hear the cries. The cries of babies. Stop it! Stop crying! Please! Please stop crying! Nose. Go away. Don't come any closer. I'm sorry. I was so scared. Forgive me. I'm sorry. You can cry if you want. Cry if you need to. I don't need tears anymore. I've cried myself dry. So cry as much as you like. I will be there to listen. Jetzt fängt die auch wieder so an. Okay. Snake, she's just like the others. Don't let her get close. Each of the beauties has reached for your embrace, and I'll bet this one is no different. Snake, you can't let her get close to you. Stay away. Oh. Wieder die Szenen aus ihrem Trauma zu hören. Oh, übel. Oh.
Bett gesessen. Was hat die mit Babys zu tun? An alle Geschichten erinnere ich mich auch nicht mehr. Okay. Crying Beautys Gesicht hätten wir damit. Yo, Snake, I finished laundering that rail gun you picked up just now. Knock yourself out. It's on the house. Thanks. Time for another bedtime story, Snake. This one's about Crying Wolf. You don't need me to tell you there's whole nations in Africa tearing themselves apart in the name of ethnic cleansing. Well, she was born into that environment. When she was a little girl, her village was attacked by rival armed factions. Her parents and siblings were slaughtered, and she was left a refugee. She took her last surviving relative, her baby brother, and ran as far as she could away from the war zone. One day, they came across an enemy unit, so she took her brother and hid in an abandoned shack. And then her brother started to cry. She knew that if the soldiers heard the noise, they would find them and kill them both. So she wrapped her hand as tight as she could around his mouth. As the footsteps gradually went away, she came back to her senses. Her brother wasn't crying anymore. Horrified, she pulled her hand away, covered in sweat and spit. He wasn't breathing. They say wolves eat their own pups when they die. She was spotted wandering through the thick of battle, carrying her dead brother in her arms. She had visions, too. A wolf walking alongside her. Every night, the wolf would howl and cry, just like her brother did that day. Eventually, she made it to a government-run refugee camp. But by then, her brother's body had rotted away. The camp was crowded with refugees like herself, and little children like her brother. Day and night, she was tormented by the cries of babies. The wolf that followed her heard her sorrowful screams and answered. He made his way around the camp, and one by one, he silenced the children. She tried to stop it, but she was powerless to stop the wolf. A few days passed, and on the eve of the enemy's raid, there wasn't a child left. The adults who survived were torn up pretty bad. Of course, there was never any wolf in that camp. She was the one who killed those babies. But she couldn't bring herself to admit it. She couldn't bear the thought of herself going from one baby to the next, howling like a wolf, snuffing out their little lives. And she never did, even as Crying Wolf, a lonely beast forever stalking the battlefield. Snake, fighting with you made Wolf finally accept what she'd done. She was cleansed by you. If the cries she heard of children on the battlefield have been silenced, it's because of you. You ought to be proud.
3 down, 1 to go. All that's left is Mantis. But you should know, Snake, she's been controlling all the other beasts. She's the beast of beasts. Don't let her get her hooks in you. I won't. See you around, Snake. Ja, diese Railgun kennen wir zum Beispiel auch noch aus Metal Gear Solid 2. Das war Fortunes Waffe. Jetzt können wir die selber benutzen. Mit Hilfe elektromagnetischer Induktion Geschoss auf Ultraschallgeschwindigkeit beschleunigt. Das ist im Grunde eine Miniaturversion von der Railgun, die auch Rex benutzt und die Liquid haben will. Gesichtscamo Crying Beauty. Okay. Welcome home, Wolf. Okay, Leute. Damit hätten wir... Oh. Der Wolf ist noch da. Was ist denn los? Ich meine, gut. Snake hatte selbst mal Huskies. Ich glaube nicht, dass er deswegen jetzt an ihm rumschnüffelt. Nee, ich mache hier an der Stelle wieder einen Cut. Und in der nächsten Folge werden wir uns hier noch ein kleines bisschen umsehen, weil es hier noch einige Häuser, Kammern gibt, wie auch immer, wo wir bestimmt noch ein bisschen was finden können. Also, bis dahin. Tata!